Freut mich, dass du den Weg auf unseren YouTube-Kanal gefunden hast. Heute werfen wir einen gemeinsamen Blick auf das Breast Fusion. Wer beim Anblick des Breast Fusion vielleicht denkt, nicht noch ein günstiges Allround-Board, wird spätestens beim genaueren Blick auf die Konstruktion des kompakten Boards eines Besseren belehrt. Denn bei diesem Modell kommt das innovative und namensgebende Fusion-Verfahren zum Einsatz. Was sich genau dahinter verbirgt, erfährst du im weiteren Verlauf des Videos. Natürlich kommen dabei auch die Punkte Features, Zubehör und die Leistungsfähigkeit zur Sprache. Bei unseren vielfältigen Tests liegen uns die Einsteiger immer ganz besonders am Herzen, denn ohne Vorerfahrung ist es sehr schwer, eine Entscheidung im Sub-Dschungel zu treffen. Dieses Board wurde uns von Breast kostenlos für diesen Test überlassen. Die Preise schwanken leider oft, deshalb findest du in der Beschreibung einen Link zum aktuellen Angebot. Wenn du diesen für einen Kauf nutzt, ermöglichst du uns durch die kleine Provision weiterhin am Puls der Sub-Zeit zu sein und viele weitere interessante Tests umzusetzen. Mit 300 cm Länge, 76 cm Breite und 15 cm in der Dicke ist das Breast Fusion ein kleineres Allround-Board. Die rundliche Nose und das ebenfalls abgerundete Heck sind typisch und sorgen zusammen mit dem 2+1 Fin-Setup für eine gute Wendigkeit und Kippstabilität. Diese Eigenschaften sind bei Allroundern sehr wichtig, da sie Anfängern entgegenkommen und vielseitige Einsatzgebiete ermöglichen. Die Grundstabilität ist bedingt durch die etwas schmalere Bauform allerdings nicht so üppig wie bei deutlich breiteren Allroundern. Für etwas kleinere und leichte Erwachsene sowie für Jugendliche sind die Abmessungen aber ideal. Durch den zweilagig verschweißten Aufbau erreicht das Board eine gute Steifigkeit und ist bis ca. 80 kg belastbar. Damit die Bordspitze auch bei Wellen nicht so schnell untertaucht, ist sie etwas nach oben gebogen, was man in der Fachsprache Nose Rocker nennt. Das Kickpad kann von Fortgeschrittenen genutzt werden, um die Wendigkeit zu maximieren. Kommen wir zum Aufbau und der Verarbeitung. Im Inneren des Boards versteckt sich der sogenannte Drop-Stitch-Kern, in dem sehr dicht verwobene Polyesterfäden die Konstruktion stabilisieren. Die Außenhülle besteht aus zwei dünneren Lagen PVC, die im Gegensatz zur herkömmlichen Fertigung nicht geklebt, sondern verschweißt werden. Durch diese moderne Fusion-Technik können die Schichten dünner und leichter gewählt werden, ohne Einbußen bei der Steifigkeit hinnehmen zu müssen. Die Übergänge zu den Seitenflächen sind zusätzlich durch umlaufende Kantenversteifungen verstärkt. Mit 9,5 kg liegt das Gewicht so ziemlich zwischen einlagigen und klassisch doppellagigen Boards und ermöglicht ein einfaches Handling. Bei der Verarbeitung waren kleinere Unsauberkeiten, unter anderem bei den D-Ringen und ein Abdruck des Ventils auf der Unterseite im Bereich der Finbox zu verzeichnen. Bei einem Blick auf das Preisschild muss jedem klar sein, dass solche Makel durchaus vorkommen können. Kommen wir zu den Features. Ein ziemlich klassisches Ausstattungspaket gehört zum Breast Fusion. Die einzelnen Bestandteile möchte ich dir gerne etwas näher beschreiben. Zum einen gibt es ein Deckpad mit Kickpad. Das heißt, die Standfläche besteht aus EVA-Schaumstoff und hat eine Dicke von 6 mm. Die Diamantstruktur sorgt für zuverlässigen Grip und leitet anfallendes Wasser in alle Richtungen ab. Das Kickpad am Heck lädt zum Experimentieren ein. Durch gezielte Gewichtsverlagerung auf den erhabenen Punkt hebt sich die Nose aus dem Wasser und macht schnelle Drehungen möglich. Und wir haben ein Gepäcknetz. Viel Stauraum im dehnbaren, aber schmalen Decknetz gibt es nicht. Das Gummiseil ist an 4 D-Ringen über Kreuz gespannt. Es gibt eine zentrale Trageschlaufe. Der zentrale Griff mit einer Ummantelung aus Gummi ist bei Boards dieser Größe ausreichend, um es bequem alleine zu tragen. Anfänger sollten für eine optimale Standposition ihre Füße links und rechts davon platzieren. Es gibt 5 freie D-Ringe. Wenn du dir einen zusätzlichen Kajaksitz zum Set dazu kaufst, kannst du ihn an den 4 seitlichen D-Ringen befestigen und das Board im Handumdrehen zum Sub-Kajak machen. Auch eine Leash, die leider nicht im Set enthalten ist, kann und sollte am hinteren D-Ring befestigt werden. Und dann haben wir noch eine abnehmbare Mittelfinne. Normalerweise wird die abnehmbare Mittelfinne in Delfinform einfach in die Box des Stecksystems geschoben und mit einem kleinen Clip fixiert. Leider war dafür ein ziemlich hoher Kraftaufwand nötig. Dieses Problem konnten wir bei allen Testboards des Herstellers beobachten. In der Regel bessert sich das aber bei häufiger Benutzung. Das Zubehör. Besonders für Einsteiger ist mitgeliefertes Equipment ganz entscheidend. Folgende Teile sind mit im Lieferumfang. Ein Sub-Rucksack. Ein schmales, wahrscheinlich nicht sehr langlebiges Modell mit geringem Tragekomfort, da die Riemen zwar breit, aber sehr wenig gepolstert sind. Der Reißverschluss des Hauptfachs lässt sich leider nicht umlaufend öffnen, was beim Bepacken etwas stressig ist. Im Lieferumfang auch enthalten ist ein Aluminiumpaddel. Es ist ein schweres, dreiteiliges Einsteigermodell mit Aluminiumschaft. Das Paddelblatt und der Griff bestehen aus Kunststoff.
Das Paddel lässt sich stufenlos zwischen 1,58 Meter und 2,11 Meter Höhen verstellen. Der Klemmverschluss kann ohne Werkzeug nachjustiert werden, trotzdem sitzen die Verbindungen nicht sehr fest. Auch mit dabei ist eine umschaltbare Doppelhub-Luftpumpe mit Druckanzeige. Beginne im Doppelhub-Modus und lege den Hebel erst um, wenn das Pumpen immer anstrengender wird. Im Einzelhubbetrieb pumpt sie nur noch beim Herunterdrücken, was deutlich leichter geht. Auf der Anzeige wird der erreichte Druck ab einem gewissen Schwellenwert verlässlich angezeigt. Und dann haben wir da noch ein Repair-Kit. Falls doch mal ein Malheur passiert, kannst du das Board mit diesem Set bestehend aus 2 PVC-Patches, einer kleinen Tube Klebstoff und einem Ventilschlüssel reparieren und du bist schnell wieder auf dem Wasser. Ist das Board für Anfänger geeignet? Für kleinere Paddler bis maximal 80 Kilogramm bietet das Breast Fusion gute Voraussetzungen. Große und schwere Personen kommen bezüglich der Kippstabilität, die aufgrund der reduzierten Breite nicht ganz so hoch ist, schneller an ihre Grenzen und sollten generell auf größere Boards zurückgreifen. Gibt es eine Garantie? Breast gewährt nur die in Deutschland übliche 2-jährige Gewährleistung. Wichtige Unterschiede zwischen Garantie und Gewährleistung findest du im unten verlinkten Artikel zum Thema. Das Breast erstaunt mit einem innovativen Materialaufbau zum kleinen Preis. Wie der Hersteller es schafft, ein Board mit der aufwendigen Fusion-Technik zum Schnäppchenpreis anbieten zu können, verwundert mich doch sehr. Normalerweise kosten solche Modelle locker doppelt so viel. Logisch, dass dementsprechend an anderer Stelle eingespart werden muss. Die Verarbeitung ist nicht überall astrein und auch das Zubehörpaket lässt qualitativ doch noch deutlich Luft nach oben. Dabei stört mich vor allem die fehlende Leash im Set. Eine Sicherungsleine ist überlebenswichtig und verhindert ein Abdriften des Boards beim Sturz ins Wasser. Sei bitte schlauer und schau gleich im unten verlinkten Test nach einem passenden Exemplar für dich. Dort findest du auch weitere Links zu vielen weitergehenden Informationen und geeignetem Zubehör. In unserem YouTube-Channel gibt es außerdem auch noch weitere Videos zu den getesteten Breastboards der gleichen Größe. Im Gegensatz zu diesen einlagigen Modellen bietet das Breast Fusion mit seiner doppellagig verschweißten Außenhaut in Sachen Steifigkeit und Belastbarkeit auf jeden Fall ein Quäntchen mehr. Auch wenn es natürlich nicht ganz mit den Fusion Boards namhafter Hersteller konkurrieren kann. Lass uns gerne ein Like und ein Abo da, falls dir dieses Video gefallen hat, so verpasst du auch in Zukunft garantiert keinen Subtest mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.